Die besten Apps, um den richtigen, perfekten Übernachtungsplatz zu finden. Genau darum soll es heute gehen. Ich habe wieder ein paar Neuigkeiten für dich. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Es hat sich wieder eine ganze Menge getan bei diesen ganzen Anbietern für Apps bezüglich Stellplätze und Campingplätze. Und deswegen schauen wir uns im ersten Teil auch gleich mal die Neuigkeiten an. Was hat sich denn alles getan? Danach springen wir in den zweiten Teil und ich berichte euch mal so von meinen persönlichen Erfahrungen, welche Erlebnisse ich hatte und gebe euch so den einen oder anderen Tipp mit auf die Strecke. Und zu guter Letzt treffe ich mich noch mit dem Tobi, denn der hat was ganz Neues ins Leben gerufen, um uns Campern ganz neue Stellplätze zur Verfügung stellen zu können. Und das fand ich sehr, sehr spannend, deswegen habe ich ihn in der Nähe von Würzburg besucht. Ja, und damit erstmal ganz herzlich willkommen bei Fan for Rennen. Mein Name ist Markus, ihr wisst Bescheid, lasst super gerne einen Daumen nach oben da, abonniert und so weiter. Aber wir legen jetzt direkt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Newspunkt Nummer 1. Es geht um Apps, die so viele Anbieter wie möglich, und zwar Platzanbieter, auf ihrer Plattform darstellen. Und wenn man sich jetzt durch diesen ganzen Dschungel so durchwühlt, es gibt ja unsagbar viele Camping-Apps mittlerweile, dann ist es doch so, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Und deswegen habe ich letztes Jahr die Camping-App EU so hervorgehoben, weil das so die erste App war, die versucht, auch andere Plattformen mit zu integrieren. Alpaca ist jetzt da dabei, Vansite ist dabei, also es sind sehr, sehr viele Anbieter von Plattformen, die private Plätze auch anbieten, sodass es für mich als User super einfach ist, weil ich nur noch eine App öffne und dann ganz viele Plätze habe und mir einfach das raussuche, was ich haben möchte. Da kann ich dann entsprechend filtern etc. Kommen wir gleich nochmal dazu. Und ich glaube auch, dass das letztlich der Weg ist, wo man hingeht. Und da ist was Neues dazu gekommen, und zwar von Promobil der Stellplatzradar. Denn da ist mir jetzt aufgefallen, da sind jetzt auch mittlerweile Plätze drauf, nicht nur Campingplätze, sondern eben auch Privatplatzanbieter wie Roadsurfer oder Vansite. Das heißt, die gehen denselben Weg jetzt mittlerweile und das finde ich sehr, sehr spannend und das gilt es auf alle Fälle zu beobachten. Bleiben wir doch gleich mal bei Vansite. Hier ist mir auch wieder was Spannendes aufgefallen. Für alle, die nicht wissen, was Vansite ist relativ einfach gesagt. Das ist eine Plattform, wo private Anbieter, also die 2, 3 Stellplätze zur Verfügung stellen wollen auf ihrem privaten Grundstück, das dort tun können. Und ich kann mich dann als Wohnmobilist dort einbuchen, kann das auch direkt buchen und habe dann diesen Platz und kann den anfahren. Übrigens ein Platz, wie ich ihn auch heute angesteuert habe. Und das ist mal ganz einfach gesagt so das Airbnb für uns Camper. Naja, und der Mitbewerb, der wird immer größer. Also diese Plattformen sind in den letzten 2 Jahren richtig aus der Erde geschossen, wie ich meine. Und da hat sich Vansite was Besonderes einfallen lassen, und zwar den Jahrespass. Und das bedeutet im Überblick, dass du für 349 € auf über 3000 Stellplätze in ganz Europa zugreifen kannst. Und zwar das ganze Jahr über. Aktuell sogar für nur 149 €. Da haben die so eine Sonderaktion. Ich weiß allerdings nicht, wie lange diese noch verfügbar ist. Aber natürlich gibt es hier auch ein paar Regeln. Zum Beispiel darfst du maximal 4 zukünftige Buchungen gleichzeitig vornehmen. Du darfst nicht öfter als 3 Mal nicht anreisen. Und es ist sogar der Strom dabei, und zwar bis zu 3 Kilowattstunden. Das finde ich interessant. Alles darüber hinaus musst du selber bezahlen pro Nacht. Und dann ist es noch limitiert, und zwar auf den Gastgeber. Du kannst maximal 7 Mal beim selben Gastgeber in einem Jahr buchen. So wie ich das verstehe, bedeutet das nicht, dass es maximal 7 Nächte sein dürfen, sondern wie gesagt 7 Mal buchen. Und diese Idee mit dem Jahrespass finde ich sehr, sehr interessant. Auf der einen Seite bindet natürlich Vansite diese User an sich. Auf der anderen Seite haben sie die Kohle sofort. Und für mich als User bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass ich natürlich diese Plätze auch immer wieder anfahren kann. Ich habe auch noch nicht denselben Effekt beobachtet, wie ich das teilweise leider oft bei Landvergnügen hatte, dass ich zwar diese Mitgliedschaft gekauft habe, aber immer dann, wenn ich irgendeinen Hof anfahren wollte, dann war da immer belegt, ich bin nicht mehr hingekommen, es war alles ausgebucht. Das war ein Riesenproblem meines Erachtens. Das hat mich auch ein bisschen davon abgebracht, wenn ich ganz offen bin. Dieser Effekt kann hier natürlich genauso passieren, da muss man aufpassen, das muss man auch beobachten. Aber vom Ansatz her finde ich es aktuell für uns Camper sehr interessant. Eine brandaktuelle Neuigkeit erreicht mich noch von Landvergnügen. Und zwar habe ich das ja die letzten 2 Jahre immer so kritisiert, dass man dort diese Mitgliedschaft macht, dann immer anruft, nie Plätze kriegt, alle irgendwie genervt sind. Und da gibt es jetzt was Neues, und zwar die digitale Mitgliedschaft. Und für diese zahlt man dann 69,90 € pro Jahr. Und Achtung, das ist ein Abo. Man muss das also aktiv kündigen, wenn man das nicht mehr möchte. Bis zum 30. Juni 2024 gibt es noch einen Vorteilspreis von 49,90 €.
Und das müssen wir uns auch immer gleich wieder vor Augen führen bei der Kritik, die nun von meiner Seite gleich folgt. Denn ich bin der Meinung, auf der Webseite wird das alles ein bisschen anders suggeriert, als die Realität dann widerspiegelt. Man spricht hier von 2000 Gastgebern in Deutschland und Österreich. Das ist auch richtig. Allerdings sehen wir hier die kleine 1 bei der Reservierung bei teilnehmenden Höfen. Und filtere ich das in meiner App, dann sind das aktuell nur 378 Höfe. Und auch das ist dann wieder ein bisschen falsch suggeriert, meines Erachtens. Sofort ins Landvergnügen starten kann ich bei diesen Höfen durchaus noch nicht, denn ich kann hier nur digital diese Reservierungsanfrage absenden, muss aber auf die Bestätigung der Gastgeber warten. Es gibt allerdings auch Höfe, die ich einfach anreisen kann. Das sind dann aber nur noch 113 Höfe. Ja, und dann muss man aber auch wieder dazu sagen, wir reden hier von 50 € Mitgliedschaft im ersten Jahr. Also Preis-Leistung ist dafür echt okay. Und ich denke, es ist auf alle Fälle etwas, was man in Zukunft auch weiterhin beobachten sollte. Ja, und dann ist mir bei der Camping-App EU noch mal was aufgefallen. Das ist ja wirklich die App, die ich seit einem Jahr wirklich am meisten benutze, will ich ganz offen und ehrlich mit euch sein, weil sie eben diese ganzen privaten Stellplatzplattformen mit integriert hat. Und da sind viele neue Features dazu gekommen. Zum einen habe ich jetzt ziemlich interessante Listen und da merkst du einfach, die zwei, die das Ganze entwickeln, die konnte ich auch in diesem Jahr endlich mal kennenlernen, weil die auf ganz vielen deutschen Messen unterwegs waren und auch, glaube ich, weiterhin sein werden. Und Jenny und Lukas haben da auch ihre eigenen Leidenschaften mit reingebracht, denn die haben einfach mal Listen gemacht von Plätzen, die ein spezielles Thema haben. Zum Beispiel Plätze an Brauereien oder an Weingütern und so weiter. Und um sich dort Inspiration zu holen, super sinnvoll. Des Weiteren hast du eine ganz neue Filterfunktion und Filtermöglichkeit. Ein weiteres Feature, das ich interessant finde, ist das Reisetagebuch. Und zwar geht es darum, dass du dir bei deinem Roadtrip gewisse Standorte setzen kannst, ein bisschen erzählen kannst, wo warst du, was ist da passiert, wie war deine Laune, wie war das Wetter, kannst da Bilder hinterlegen. Und das ist das Besondere, das dient ja dann zum einen, damit du dich immer wieder daran erinnern kannst, damit du vielleicht auch gewisse Spots wieder anfangen kannst. Aber du kannst dir daraus jetzt mittlerweile auch schon eine Fotogalerie, ein kleines Fotobuch, wäre jetzt übertrieben, aber so eine kleine Slideshow erstellen lassen. Und es ist noch eine weitere Funktion hinzugekommen, die, glaube ich, schon länger drin ist, aber ich nie so gesehen habe. Da bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Und zwar kannst du dir jetzt deine privaten Favoritenplätze dort speichern, sodass du sie immer wieder findest. Die sind dann nicht öffentlich und das Tolle daran ist, du kannst diese dann mit Freunden teilen. Das heißt, wenn du irgendwo einen tollen Platz gefunden hast und verabredest dich dort mit deinen Freunden, vielleicht auch deinen Privatplatz, dann kannst du das teilen. Und das ist übrigens auch was ich in Amerika mal kennengelernt habe. Dort gibt es zum Beispiel eine T3-Synchro-Gruppe auf Facebook. Das sind also nur verrückte, coole Dudes, die T3-Synchros fahren. Und bei denen ist es völlig normal, alle, die in dieser App drin sind, wenn die in meine Stadt kommen, dann können die in meiner Einfahrt immer übernachten, können meine Infrastruktur benutzen, sofern ich eine habe. Also vielleicht Frischwasser holen, können bei mir die Toilette benutzen und so weiter. Also eine richtige Community, die sich dort ja so ein bisschen unterstützen. Und das hat sehr viele Gemeinsamkeiten und sowas aufzubauen, fände ich super interessant und reizt mich persönlich sehr. Ja, und das ist jetzt eigentlich das Paradebeispiel. Ich bin jetzt gerade noch in Berlin und war auf der VW-Veranstaltung, denn hier ist ein neues Fahrzeug rausgekommen. Und es ist jetzt 11 Uhr und ich habe morgen einen Dreh mit dem Martin Hemm von Flow Camper zu einem speziellen Fahrzeug für Fellnasen, also für Hunde. Da freue ich mich auch schon total drauf. Und wir haben uns in Erfurt verabredet. Und ich würde heute schauen, dass ich einfach noch mal so weit wie möglich komme, werde es aber wahrscheinlich bis Erfurt nicht mehr schaffen. Und deswegen gucke ich dann entweder auf Park4Night oder jetzt auf Camping-App EU, weil ich will jetzt einfach nur noch einen Stellplatz haben. Und das funktioniert hier sehr, sehr gut. Ich kann hier nämlich eine Route eingeben und da suche ich mir jetzt mal Erfurt raus und kann mir dann die ganzen Positionen anhand dieser Route zeigen lassen. Und kann auch definieren, dass die maximal 20 Kilometer von der Route entfernt sein dürfen. Für mich ist jetzt nochmal wichtig, dass ich gucke, dass ich hier einen Filter habe. Und zwar möchte ich wirklich nur Stellplätze angezeigt bekommen. Ich möchte jetzt keine privaten Plätze haben. Ich möchte auf gar keinen Fall Campingplätze haben. Warum? Weil ich jetzt eben einfach nur nachts irgendwo schnell anfahren möchte und fertig. So, und jetzt habe ich eben die ganze Route. Jetzt kann ich hier schon mal ein bisschen gucken und kann mal sagen, okay, ich schaue mal den hier an. Und kann mir die als Favoriten setzen und schaue dann einfach mal, wie weit ich komme. Das ist ganz oft eine Reiseform, wenn ich so auf der Durchreise bin oder so Tage habe, wo ich nicht genau weiß, wie sich die entwickeln. Ich wusste jetzt nicht, wie lange dauert das heute. Dann ist das für mich hervorragend. Und so suche ich jetzt meine Plätze ab und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen.
Ja, und so habe ich dann gegen 1:30 Uhr nachts meinen Schlafplatz gefunden. Der gewinnt auf Instagram nicht Platz 1, aber er war schön ruhig direkt neben der Autobahn auf der Strecke. Für mich optimal. Eine Erfahrung, die ich tatsächlich leider immer wieder mache, ist die, dass ich den Platz nicht finde. Ich habe zwar Koordinaten in den jeweiligen Apps und das ist auch okay, aber die leiten mich nicht an den Übernachtungsort, wo ich eigentlich hin möchte. Wenn ich dann die Gastgeber anrufen möchte, Entschuldigung, dass hier alles so laut ist, aber das ist dann genau mein Problem eben. Worauf ich zurückkommen möchte, wenn ich dann den Gastgeber anrufen möchte, passiert Folgendes. Nummer ist nicht vergeben. The number you have dialed is not assigned. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Scheiße, Mann. The number you have dialed. So, also schreibe ich natürlich wieder über die entsprechenden Portale und warte dann wieder entsprechend lange auf die Antworten. Nun gut, und wenn man sehr oft Plätze anfährt, so wie ich, die man über Plattformen von Privatanbietern buchen kann, dann kann das durchaus mal passieren. Wenn man das alles etwas länger im Voraus plant, dann passiert das nicht so häufig. Wenn man sehr spontan unterwegs ist, wie ich es doch bin, dann muss man sich halt die eine oder andere Kaffeepause mehr gönnen. Ja, jetzt habe ich ihn da, den Tobi. Und warum? Weil der Tobi was ins Leben gerufen hat, was richtig, richtig geil ist, wie ich finde. Und wieder so ein kleiner, ich möchte jetzt eigentlich schon gar nicht mehr sagen Geheimtipp, aber für mich ist es schon noch was Besonderes. Der Tobi wird es uns glelich vorstellen. Erstmal herzlich willkommen, Tobi. Vielen Dank für deine Zeit schon mal vorab. Und ne, bleib ruhig sitzen. Alten Mann hoch. Nein, ich bleib ruhig gerne sitzen. Erstmal, wir sind hier in Frickenhausen, ne? Ja. Und zwar auf einem ganz speziellen, Campingplatz will ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber wir sind eigentlich auf dem Campingplatz. Ja. Aber eigentlich bin ich jetzt heute Nacht auf dem Stellplatz und genau darum geht es heute, richtig? Über 60-jährige Knaus Campingpark hier in Frickenhausen. Gegenüber ist die zentrale Verwaltung der ganzen Campingplätze. Ach, die ist und wirklich hier? Ja, wirklich Luftlinie jetzt hier über den Main einmal rüber. Da hast Siehst du du, Dampfer, wusste ich da ist das Grün. Und hier wurde das Knaus Campingpark geboren. Ach Quatsch. Und das ist aber auch nochmal wichtig. Ich bin jetzt hier mit meinem Grand California und du bist ja sowieso mit einem ganz anderen Fahrzeug da. Also wir müssen keinen Knaus fahren, um hierher zu kommen. Nein, ihr dürft alles mitbringen, was ihr habt. Ich will es nur gesagt haben. Haben wir das eigentlich bei dir in einem Video schon gesehen, das Auto? Nein. Aha. Du bist der Erste, der es zeigen Du bist darf. beim Alkoven Mein unterwegs. guter Freund. Ja, Back to the Roots. Ich habe vor 35 Jahren angefangen, 34, dass ich nicht lüge. Und habe jetzt einfach ein schönes Budgetfahrzeug for Sun Living und freue mich darüber, weil ja, ich bin da so ein bisschen emotional, du kennst mich. Und das ist einfach nochmal das. Ich habe jetzt viel getestet, viel gefahren, in vielen Fahrzeugen gelebt. Aber ich fühle mich echt richtig sauwohl nach den ersten Tagen. Nicht mal ein Aufkleber drauf. Das kommt Ja, noch. merk schon. Ja, die nächsten 3 Monate ist er meiner. Tobi, jetzt geht es aber heute nicht um dein Auto, sondern es geht um Karawanien. Ich würde sagen, du setzt dich jetzt mal bequem hin, weil ich habe ganz viele Fragen an dich. Ich fasse es mal für mich zusammen. Karawanien ist in meinen Augen, und du korrigierst mich dann, sind Campingplätze, die da angeschlossen sind, die aber jetzt einen gewissen Teil aus ihren Campingplatzparzellen rausschneiden und Stellplätze zur Verfügung stellen. Und das hört sich jetzt total schräg an, aber das kannst du uns jetzt mal erklären, oder? Richtig, ja, und du sprichst das an. Das war auch der Punkt, warum ich die Idee hatte, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verknüpfen. Man muss nicht immer neu planieren, asphaltieren, Städte und Gemeinden. Die Idee geht im Grunde für viele Campingplätze. Wir haben jetzt diesen Start mal mit Knaus Campingparks eingeleitet und bieten in Zukunft oder ab jetzt schon auf den meisten von diesen 30 Campingplätzen diese Insellösung an. Das ist ein kleiner Community-Bereich, der sich mit Sicherheit erweitern wird, wo wir momentan noch zu den Rezeptionszeiten ist gleich manchmal auch Schrankenzeiten. Ihr kennt ja die Schranken auf den Campingplätzen. Einfach reinfahren können und vor Ort im gekennzeichneten Bereich. Der Platzplan ist jeweils im Internet hinterlegt, den kriegt auch derjenige, der bucht, in der App übermittelt. Dann sieht er, ach, die Plätze 45 bis 50, die kann ich anfahren, da kann ich mich für Karawanien zum guten Preis nach Stellplatzregeln im Campingplatz hinstellen. Aber das ist eine tolle, praktikable Einstiegs- oder Durchfahrtsmöglichkeiten. Und ich sage es nochmal, für alle. Ihr könnt kommen mit was ihr wollt, wir bringen da alles rein, weil wir eben die Möglichkeiten schon haben. Betrifft vor allem auch Fahrzeuge mit Hänger, ne? Was ja auch nicht normal ist. War ja immer so ein bisschen diskriminierend schon für die lieben Camperkollegen, die mit dem Caravan unterwegs sind. Und ich fand es immer ungut, dass es diese Mehrklassengesellschaft ergibt. Wir sind alle Camper und mit was ihr kommt, ist egal. Hauptsache steht Wohnwagen oder Wohnmobil im Fahrzeugschein, mehr oder weniger. Nee, wegen dem Check-in. Das Ja. habe ich kapiert. Ist es da aber auch möglich, wenn ich sehe, es sind nur noch 3 Plätze da, dass ich reserviere für eine gewisse Zeit? Ja, reservieren wollen wir nicht. Das Ja. ist auch ein riesen logistischer Aufwand, den du dahinter klemmen musst. Das wird vielleicht
in der Zukunft mal kommen, aber momentan kannst du die Verfügbarkeit der Plätze sehen online. Das heißt, wir geben dann 10 frei und dann sind schon 2 weg oder 8 weg und dann sehe ich in der Anreise, ey, da ist Karawane in Frickenhausen, wo wir uns gerade befinden und dann sehe ich, lohnt sich die Antwort oder nicht, spart auch Sprit und nervt die Stellplatzsuche nicht. Das ist in Echtzeit, wird abgebucht pro Fahrzeug. Naja, und also das würde mich auch interessieren, was ihr davon haltet, Stellplätze vorab reservieren oder nicht. Da scheiden sich ja absolut die Geister. Also insofern kann ich das schon verstehen, das polarisiert extrem. Genau. Ja, absolut. Das Ziel auf Dauer ist auch, wir installieren auf allen Plätzen neue Schrankenanlagen oder nahezu allen Plätzen. Da wird es dann später so laufen. Momentan sind wir auf die Rezeptionszeiten angewiesen. Da muss man halt ein bisschen Geduld mitbringen und da gibt es halt mal eine Mittagspause. Aber in Zukunft kriegt man dann einen Code gespiegelt, vielleicht erst ab nächstes Jahr. Und dann kannst du auch in der Nacht einchecken auf Plätzen, die eine Rezeption haben, die bereits geschlossen ist. Weil dann kannst du mit dem Code nach der Buchung die Schranke aufmachen und fährst auf den vorgegebenen Platz. Das heißt, wir kriegen dann auch 24 Stunden Check-in. Ja, mega. Also, und die Vision ist ja geil. Okay, ja, perfekt. Wow, da freue ich mich drauf. Kannst du schon mal sagen, wie viele Plätze da jetzt dabei sind? Momentan sind wir, glaube ich, bei 17 in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wie wir das Video machen. Ich werde versuchen, bis Ende Juni im weitesten Sinne alle Plätze anzufahren und dann dort jeweils ein Video zu machen auf dem Karawanen YouTube-Kanal und sagen, jetzt ist der Platz anfahrbar, jetzt sind die Plätze zur Verfügung, jetzt steht er im Netz drin und dann geht es eben komplett in ganz Deutschland, von Rügen bis Bad Dürkheim. Und kannst du sagen, wie viele Plätze so ein Durchschnittscampingplatz als Stellplätze dann zur Verfügung stellt? Wir haben mit ca. 10 eigentlichen Plätzen, ist gleich je nach Auslastung 6 bis 10 Fahrzeugen da drauf, würde ich mal sagen, dann auf 30 Plätzen hochgerechnet, 10 Fahrzeuge sind es schon mal für den Start 300. Aber das ist toll, dass wir eben dann mit Knauscamp in den Zeiten, wo es Möglichkeiten der Mehrauslastung gibt. Einmal braucht Knaus die ganze Fläche, weil die Europameisterschaft ist demnächst. Da sind die Camps alle ausgebucht in diesen Wochen. Und dann können wir uns arrangieren. Wenn wir eine Karawane mehr Aufwand haben, dann schalten wir halt mehr Plätze frei. Das ist halt das Konzept, wir können jonglieren, wir können auch 1000, 2000 Plätze draus machen, wenn es sein sollte. Und das ist eben das, was mich so fasziniert hat, weil wir aus bestehender Infrastruktur mehr rausholen können. Das ist auch ein Projekt, das natürlich jetzt mit Knaus Campingparks läuft. Mit Sicherheit das erste Jahr, dass wir das komplett perfekt am Start haben. Kinderkrankheiten am Ende App oder hier noch nachjustieren, aber es läuft. Das System läuft einwandfrei. Danke an die beiden, die uns da tatkräftig unterstützen. Und dann sind wir offen für andere Campingplätze. Das ist auch spannend. Das ist ein Pool, wo wir haben schon erste Anfragen, wir haben gesagt, wir wollen erst safe gehen, aber dann wollen wir uns öffnen und für alle, die gewisse Kriterien erfüllen und in Karawane mitmachen wollen, haben wir so unsere eigenen Bundesländer verteilt. Stark. Du hast jetzt auch gerade sehr schön übergeleitet und zwar wollte ich nochmal auf die App zu sprechen kommen. Camping App EU feiere ich ja schon total ab. Da will ich kein Hehl draus machen. Die vereinen sehr, sehr viel und es funktioniert hervorragend. Richtig. Und das sind ja auch die zwei, die hinter eurer App stecken, richtig? Ja, warum sollten wir alles neu erfinden, wo es Leute und Profis gibt, die Ahnung haben, die Camper sind. Das ist mir immer ganz wichtig, du weißt das, wir sind alle Camper. Der Sascha hat ja den Namen, wir sind nur Camper. Und da war das noch hart und der hat gesagt, das ist Ehrensache, da machen wir mit. Das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Ja, klar. Ist ja auch klar, wir müssen alle ein bisschen Geld verdienen, ist ja legitim. Und dann Park and Sleep kannte ich schon seit Jahren, weil im europäischen Ausland und in der Schweiz, muss man ja mal dazu sagen, ist ja nicht Europa oder Europäische Union, da gibt es das schon. Wir haben, glaube ich, über 4000 Plätze, die schon ganz einfach so gehandelt werden. Städte und Gemeinden, da haben die den Code hängen. Piep, 1 Minute später bin ich drin. Ich brauche nicht mehr aussteigen übrigens. Du kannst, wenn es regnet, durch die Scheibe aus 5 Meter Entfernung den QR-Code abscannen. Viele wissen das gar nicht, die gehen immer so hin. Das kann man ganz lustig zu beobachten. Und dann checkst du halt super bequem ein. Kreditkarte, jetzt kommt dann PayPal noch dazu, da müssen wir mal gucken, weil die Gebühren sind da leider noch ein bisschen hoch. Witzigerweise, die Deutschen nehmen ja PayPal, der private Kunde im Ausland weniger als die Deutschen. Das sind wir jetzt gefragt worden. Also wir versuchen alle Zahlungsmöglichkeiten zu haben, Google Pay, Apple Pay ist schon drauf. Ich möchte möglichst alles anbieten in der nächsten Zeit. Das sind jetzt so die Ergänzungen und dann sind wir fit for future. Ja, stark. Bei der App ist mir noch eins aufgefallen, weil ich erkenne ja schon gewisse Parallelen natürlich zu der Camping App EU. Macht ja auch Sinn, dass man das... Genau, ist ja auch, warum bewährtes fallen lassen. Aber da ist ein Feature dabei, das ich aus der Haupt-App, sage ich jetzt einfach mal, nicht kannte. Und das ist dieser Community-Gedanke. Magst du dazu noch kurz was sagen? Ich habe da was für Sie vorbereitet. Also Herr Wolf, Folgendes. Wir haben immer noch auf dem Platz eine große Tafel.
Und könnt ihr übrigens in den berühmten App Stores auch runterladen. Vielleicht aus der Entfernung sogar drauf zoomen, wer weiß. Wir haben einerseits den Direktlink Bezahlung über Park and Sleep Check-in. Also direkt in kürzester Zeit, ohne sich zu registrieren, natürlich dann bei Park and Sleep. Und wenn ihr hier auf die Community-App geht, also Karawanien downloaden, dann könnt ihr die Möglichkeit nutzen, euch in Echtzeit sichtbar zu schalten. Wir haben einen Button, der heißt Ich bin hier. Ja. Und dann meldest du dich an, du stehst in Karawanien und dann siehst du auf einmal, hey, der Nachbar ist auch Karawanien, sag ich doch mal Hallo. Ich nenne das digitale Anklopfen, dass die Leute wieder vielleicht einen Grund haben, mal Hallo zu sagen, mal ein Weinchen zu trinken. Da kannst du der Hümer Roland oder der Knaus Peter oder der Karthago Heinz sein oder wie auch immer. Ihr könnt eure Vorleben teilen, nicht das, was ihr denkt, vielleicht auch. Aber da kannst du eben, keine Ahnung, Reise mit Haustieren, so ein paar. Es wird nicht der Tobi-Tinder. Manche haben gesagt, das ist der Tobi-Tinder. Das wird nicht kein Tinder für Camper. Okay. Aber im Endeffekt ist es mir vollkommen egal, was die Leute machen. Hauptsache, sie kommen wieder zusammen. Ja, finde ich sehr schön. Es ist kostenlos, wird auch in Zukunft nichts kosten. Die Zusicherung habe ich. Sondern es ist einfach nur, dass die Leute zusammenfinden. Und es ist nicht Bedingung, einmal in Karawanien gewesen zu sein, um sich dort zu registrieren. Also kann jeder... Jeder kann sich da einloggen, sein Profil anlegen und dann loslegen. Chatten, Bilder teilen. So eine Mischung zwischen WhatsApp und Instagram. Gerne auch Anmerkungen, was haltet ihr davon? Brauchen wir davon mehr? Ich sage ganz klar ja, denn jeder Platz, den wir mehr bekommen, ist für uns einfach ein Segen. Ohne finanziellen Aufwand irgendwas erschließen zu müssen. Richtig, ja, das ist ja in Deutschland auch nicht ganz so einfach. Du musst ja nicht alles platt hauen draußen, ne? An Grün. Naja, und überhaupt bis du das alles mal in die Wege gerollt hast. Ne? Das dauert ja alles ewig. Ja. Nee, deswegen, also ich finde das ganz, ganz klasse. Herzlichen Dank, dass du uns das mal ein bisschen gerne. näher Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Wir sind alle dankbar, da haben wir alle was davon. Also schreibt ihr eure Fragen in die Kommentare. Ich bin mir sicher, du würdest auch darauf eingehen, wenn ich irgendwas nicht beantworten kann. Sowieso. Und damit kommen wir dann auch schon wieder am Ende unseres Videos. Und ich sage schon mal vielen Dank, Tobi, und wünsche euch ganz viel Erfolg und bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Ich auch. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bin guter Dinge. Macht's gut. Danke, Markus. Ja, und vielleicht sehen wir uns sogar beim Joghurtbecher-Treffen schon, das der Tobi zusammen mit dem Sascha und Vans & Friends veranstaltet. Denn hier gibt es noch ein paar Tickets und ich gucke schon mal, ob ich noch das passende Auto dafür finde. Ja, Tobi, nochmal ganz herzlichen Dank für die ganze Aufklärung und vor allem für dieses Engagement. Ich glaube, und das will ich auch in diesem Video wieder rausbringen, egal ob das diese privaten Stellplatzanbieter sind, die sich auf den ganzen Apps wie Alpaca, Vansite, Roadsurfer Spot und wie sie alle heißen, rumtümmeln, die tun uns allen so gut, weil sie einfach so viel mehr Flächen für uns Camper geben. Denn die Zulassungszahlen, die sind extrem explodiert in den letzten Jahren und irgendwo müssen wir natürlich auch alle stehen, wenn wir unterwegs sind. Und da habe ich wirklich gelernt, Stellplätze und Campingplätze alleine reichen uns nicht mehr aus. Und daher finde ich solche Initiativen super, super cool. Mein Fazit ist, es kommt einfach wieder darauf an, wo bist du unterwegs und wie bist du vor allem unterwegs. Wo, möchte ich ganz kurz erklären, es gibt wirklich lokale Spezialisten, zum Beispiel Caramaps in Frankreich. Oder auch, was Lukas und Jenny gemacht haben, wenn du in den skandinavischen Ländern unterwegs bist. Also auch da müsst ihr darauf achten. Auf der anderen Seite kommt es dann darauf an, willst du einfach nur schnell einen Übernachtungsplatz für eine Nacht auf der Durchfahrt haben oder willst du einen schönen Campingplatz buchen für eine schöne Urlaubsreise. Und dazwischen sind ganz viele unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten. Naja, und dementsprechend muss jeder am Ende ein bisschen seinen Weg finden. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder geholfen, die für euch perfekten Apps zu finden. Ihr findet natürlich auf meiner Website auch noch mal eine Übersicht mit all diesen Apps und mit all den Vor- und Nachteilen der jeweiligen Apps und mit ein paar Tipps und Tricks. Und deswegen auch der Appell an dich, wenn du noch mal weitere Infos hast, sehr gerne ab damit unten in die Kommentare, denn das hilft uns ja am Ende wirklich allen. Oder auch, wenn du in deiner Nachbarschaft zum Beispiel irgendeinen Landwirt hast, irgendeinen Gutsbesitzer, wo du weißt, der hat genügend Grund und der hätte da auch Bock drauf, sich ein paar Euro dazu zu verdienen, sprech ihn doch einfach mal an auf diese ganzen Plattformen wie Hinterland, Camp und wie sie alle heißen. Vielleicht ist es ja interessant für diese Person, ein bisschen Geld zu verdienen. Uns hilft es auf alle Fälle, noch mehr Plätze zu haben. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich und der Goggle euch jetzt immer ganz, ganz tolle Touren. Lasst super gerne ein Like da, wenn ihr sagt, das Video hat euch geholfen. Das würde mich persönlich sehr freuen. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz tolle Reisen, egal mit welcher App ihr unterwegs seid, egal auf welchen Übernachtungsplätzen ihr euch rumtreibt. Ich wünsche euch wunderschöne Plätze, ganz, ganz tolle Reisen. Und das Wichtigste ist, kommt gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer Markus. Ciao.